Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist GmbH und atypisch still. Stimmt es wirklich, dass dann keine verdeckte Gewinnausschüttung mehr zu besteuern ist? Und stimmt es auch, dass die Gewerbesteuer ihre Einkommensteuer mindert? Das bespreche ich heute mit Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Moin Moin Thomas, vielen Dank mal wieder für die Einladung. Endlich können wir mal wieder sprechen über Steuerrecht und heute was ganz Tolles, GmbH und atypisch still. Erste Frage, wer hat sich das ausgedacht und zweite, wo kommt das her? Ja, ich weiß nicht, wer sich den wirklich ausgedacht hat, aber es ist einfach so, ursprünglich ist das eine handelsrechtliche Vorschrift und die gibt es auch im HGB, das ist für die stille Gesellschaft. Und da wird dann gesagt, was für Parameter du hast, nämlich dass sich jemand an dem Vermögen der GmbH beteiligt und er bekommt dafür eine Verzinsung und er wird auch an den Gewinnen beteiligt. Und da hat das Finanzamt darüber nachgedacht, ja, okay, das ist die typische stille Beteiligung, aber sobald jemand noch zusätzlich am Firmenwert, also am Geschäftserfolg und am Unternehmenswert beteiligt wird, dann nennen wir das atypisch. Okay, und dann still noch hinten dran, weil in Deutschland haben wir es ja gerne, wenn die Begriffe etwas länger sind. Das Still, Jörg, das kommt daher, dass du dich nach außen nicht an der Gesellschaft beteiligst. Okay. Weil du beteiligst dich nicht, du bekommst keinen Gesellschaftsanteil an der GmbH, sondern du bist an dem Vermögen innerhalb der GmbH nur mit beteiligt. Die Quote, du hast einen ganz normalen schuldrechtlichen Vertrag, wird dann da drin stehen, aber es sieht nach außen hin keiner, deswegen still. Ich habe ja bei dir gelernt, GmbH ist nicht gleich GmbH, deswegen frage ich jetzt mal nach dem Unterschied zu einer normalen GmbH. Gibt es einen? Wahrscheinlich schon. Einen ganz großen sogar, allerdings nur steuerrechtlich. Zivilrechtlich ist alles beim Alten. Du bist eine GmbH, Haftungsbeschränkung, du hast das GmbH-Gesetz, das HGB, alles zu befolgen. Da hast du keinen Unterschied. Aber steuerrechtlich giltst du jetzt auf einmal wie eine Personengesellschaft. Also wie eine GbR zum Beispiel? Ja, wie eine GbR, genau das. Ne? Okay, und was ist so toll daran, als GbR besteuert zu werden und eben nicht als GmbH? Ja, du hast natürlich dann nicht mehr die Vorschriften des Körperschaftssteuerrechts zu befolgen. Also es gibt keine verdeckte Gewinnausschüttung mehr. Das ist eigentlich so ein ganz großer Punkt. Dann natürlich auch, du kannst Gelder entnehmen, du musst dir das also nicht ausschütten. Dann kommst du in diese 28,25% Besteuerung. Wir haben uns ja schon mehrere Male darüber unterhalten. Ja. Das gilt dann für dich auf einmal, ne? Weil du nach Einkommensteuerrecht beurteilt wirst. Ah, okay. Also das sind schon mal Vorteile. Aber es gibt doch sicherlich auch Nachteile. Also der Nachteil ist natürlich, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Aber wenn du es gebrauchen kannst, dann gibt es den Nachteil, es ist eine Umwandlung. Also wir wandeln steuerrechtlich dich um von einer Körperschaft in eine Personengesellschaft. Und dann unterliegst du auch zum Beispiel der 7-jährigen Sperrfrist. Du hast natürlich dann in Zukunft 2 Bilanzen zu machen. Eine Handelsbilanz, wo du eine GmbH bist und eine Steuerbilanz, wo du eine Personengesellschaft bist. Dann hast du einen höheren Beratungsbedarf bzw. die Komplexität. Und dass du da mal ins Klo greifst auf Beratungsebene, das ist natürlich auch riskanter dann mit. Okay, und wie wird man das dann? Also ich finde dieses Wort so geil. GmbH und atypisch still. Also was muss ich mitbringen? Wie kann ich das umwandeln? Dann hast du diesen Vertrag, also du brauchst übrigens keinen Notar. Du hast diesen Vertrag, wo du, und das kann übrigens der gleiche Gesellschafter der GmbH sein, der nochmal zusätzlich als atypisch stiller Gesellschafter beitritt, wo also in dem Vertrag steht, mit welcher Kapitalanlage darin kommt, und das würde man dann ausmerzen, weil an der ist abhängig, ob du zu 5%, 10%, maximal 99,9% an dem Unternehmen der GmbH beteiligt bist. So, alleine durch diesen Vertrag hast du diese Umwandlung. Und ja, dann hast du natürlich auch die letzte steuerliche Bilanz der GmbH, dann kommt die erste Bilanz der Personengesellschaft und von dort an hast du 2 Bilanzen. Eine handelsrechtliche Bilanz, wo du die GmbH bilanzierst, du musst auch veröffentlichen nach wie vor, und auf der anderen Seite hast du eine steuerliche Personengesellschaft. Aber ist das nicht eigentlich so, dass wenn ich mich jetzt an einem Unternehmen beteilige, ich dann einfach automatisch nur noch ein Gesellschafter mehr wäre? Ist das nicht normal so? Normalerweise wäre das so, aber es ist etwas anderes als das, was ich meine. Das, was du beschreibst, ist die Person, die wirklich Gesellschaftsanteile, also auch im Handelsregister aufgezeigt, an der GmbH bekommt. Okay. In meinem Fall, und deswegen heißt es ja auch still, keiner kriegt es mit, es wird nur so gestellt. Im Innenverhältnis, man redet auch von einer Innengesellschaft, da bist du quasi an dem Vermögen der GmbH beteiligt, also nicht an dem Vermögen der GmbH.
Junge, was man alles so wissen muss, aber ich sehe schon, du hast alles auf der Pfanne und ich finde es immer super kompliziert, aber du bringst so ein bisschen Licht in mein dunkles Steuerwissen. Vielen Dank dafür und das werde ich mir merken. GmbH und atypisch still, habe ich vorher nie gehört, werde ich wahrscheinlich nie brauchen, aber wenn ich das mal brauche, dann frage ich dich. Ja, wie Sie gehört haben, eine GmbH atypisch still, die hat alle so ihre Vorteile und ihre Nachteile. Ob das auf Sie zutrifft, ob das alles nur vorteilig für Sie ist, das würde ich gerne mit Ihnen in einem gemeinsamen Gespräch erörtern. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.